Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zum Start eines neuen Let's Plays. Und ich glaube, ohne Übertreibung, das wird mein bisher größtes Let's Play. Nicht nur, wahrscheinlich nicht nur wegen der Anzahl der Folgen, die dabei am Ende rauskommen werden, sondern auch was die Komplexität des Spiels angeht. Nämlich War in the East 2, dem grandiosen Nachfolger von War in the East 1. Und ich muss euch ein Geständnis machen, ich habe War in the East 1 tatsächlich bloß ein Szenario gespielt, zwar immer wieder, Road to Leningrad, wahrscheinlich das meistgespielte Szenario in beiden Teilen des Spiels, habe mich aber nie so recht an die große Kampagne gemacht und es musste sein. Ich dachte mir, ich als Hobbygeneral muss da mit gutem Beispiel vorangehen und es einfach mal wagen. Die große War in the East 2 Kampagne, das bedeutet den Ostfeldzug von 1941, genauer gesagt vom 22. Juli 1941 bis zum Ende 1945 zu spielen. Beziehungsweise ich hoffe, dass es ein bisschen früher aufhört und ich den Feldzug gewinnen kann, aber das wird sich noch zeigen. Warum das auch mit mein größtes Let's Play ist, liegt auch, wie anfangs erwähnt, schon an der Komplexität des Spiels. Nur ein kleiner Auszug. Die Anleitung hat über 500 Seiten. Ich habe leider bloß die digitale Version. Es gibt auch die Glücklichen da draußen, die das dicke, gebundene Manual daheim haben. Glückwunsch an euch. Ich hätte es auch ganz gerne. Auf der anderen Seite hilft mir das PDF auch sehr, im Laufe dieses Let's Plays Informationen zu finden. Denn, auch das ganz klar, ich glaube, so tief habe ich mich noch nie in einer Anleitung versenkt. Aber eins gleich vorweg, das Spiel ist gar nicht so kompliziert, wie es eigentlich erstmal aussieht, beziehungsweise, sagen wir es anders, man kann mit dem Spiel relativ einfach anfangen. Und genauso werde ich das auch machen, denn War in the East 2 eignet sich hervorragend, um anhand von verschiedenen Phasen im Spiel, und das ist das, was dieses Spiel mit auszeichnet, denn wir haben eine frühe Phase, das ist dann die Blitzkriegphase, wo alles sehr, sehr schnell geht, wo die deutsche Wehrmacht natürlich sehr, sehr weit ins sowjetische Hinterland vorgedrungen ist. Richtung Moskau, Leningrad und auch im Süden. Und in der Phase kann ich einige Regeln vernachlässigen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Regeln für Winterkampf, Winterkrieg, Regeln für Stellungen ausbauen, Stellungen ausheben, Verteidigungslinien aufbauen, kann ich mir alles ein bisschen nach hinten schieben. Das heißt, man kann dieses Spiel anfangen mit relativ wenig grundlegendem Wissen und sich dann quasi Stück für Stück in den verschiedenen Phasen dieses Spiels, eine zweite Phase wäre zum Beispiel das Einsetzen der Schlammperiode im Herbst 1941, die sogenannte Rasputiza. Auch da greifen wieder neue Regeln, die man dann vielleicht kennenlernen muss, und deswegen, auch wenn es komplex aussieht, schaut mit rein. Ihr könnt bei mir auch sicherlich das ein oder andere lernen, denn ich fange im Prinzip mit relativ wenigen Grundverständnissen vom Spiel an, und mein eigentlicher Plan war auch, dass ich es so belassen möchte. Ich hatte eigentlich angekündigt, ich glaube, es wird auch noch kommen. Die Aufnahme entsteht nämlich jetzt hier ein bisschen später. Das Let's Play habe ich schon im Januar angefangen aufzuzeichnen und wollte es jetzt quasi am 22. Juni dann auch veröffentlichen. Und da werde ich immer wieder mal davon sprechen, dass ich mich um tiefergehende Regeln gar nicht so sehr kümmere. Das stimmt, so habe ich auch angefangen. Aber irgendwann packt es einen. Irgendwann möchte man ein bisschen tiefer in die Mechaniken mit einsteigen. Irgendwann möchte man, ein gutes Beispiel dafür wäre die Luftflotte, die habe ich am Anfang, die Luftwaffe habe ich im Prinzip am Anfang von der KI steuern lassen, habe mir dann aber irgendwann gedacht, Mensch, also kann man da auch mal reingucken, und habe mir dann quasi auch diese Luftwaffenmechanik mit drauf geschaufelt. Und so wächst also mein Wissen während dieses Let's Plays immer mehr an, und vielleicht auch für euch ein Anstoß, sich mal an die große Kampagne in War in the East 2 ranzuwagen. Denn eins kann ich vorab schon mal sagen, es ist unglaublich spannend. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 10, 15 Jahren ein Spiel gespielt hätte, das mich so unglaublich tiefgehend beschäftigt. Ja, selten hat mich ein Spiel so fasziniert, so in die Tiefe gezogen, wie das bei War in the East 2 der Fall ist. Deswegen macht es wie ich, kommt am Anfang mit mir gemeinsam über den doch recht steilen Lernkurvenberg hinüber, und dann können wir hoffentlich dieses Let's Play zusammen genießen. Über das eigentliche Szenario muss ich eigentlich anfangs, glaube ich, gar nicht so viele Worte verlieren, denn ich glaube, jeder von euch da draußen, der jetzt hier zusieht, ist zumindest mit den Grundprinzipien oder mit der Grundgeschichte des Unternehmens Barbarossa bekannt und kennt sich da aus. Von daher gehe ich da jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe. Generell natürlich war das der Überfall auf die Sowjetunion, beginnend am 22. Juni 1941. Ja, mit dem großen Ziel, die Sowjetunion niederzuringen. Wie wir alle wissen, ist das Ganze natürlich nicht gut ausgegangen. Nach anfänglichen starken, großen Erfolgen
Zu Beginn der Kampagne kam dann die Ernüchterung im Herbst und spätestens im Winter 41-42 gab es dann große Probleme bei der Wehrmacht, die nicht darauf ausgelegt war oder nicht damit gerechnet hat, einen Krieg führen zu müssen, der über den Winter 41 hinausgeht. Man dachte eigentlich, man hat das Ganze bis Ende 41 abgeschlossen mit der Einnahme von Moskau, Leningrad und noch der einen oder anderen Stadt und hatte dann gedacht, dass die Sowjets im Prinzip dann das Handtuch schmeißen. Weit gefehlt, die Leute sind auch nicht so weit gekommen, wie sie wollten und dementsprechend war es ein, Drama im Osten für beide Seiten und das werden wir hier ein wenig nachspielen. Ich mache es mir zu Beginn ehrlich gesagt relativ einfach und das hat einen guten Grund, denn meine Anfangsstrategie wird ähnlich sein wie im echten Unternehmen Barbarossa. Das heißt, im Groben und Ganzen Einnahme von Leningrad, wurde natürlich dann bloß eingekesselt, aber mein Plan ist natürlich, Leningrad einzunehmen, dann mit der Heeresgruppe Mitte Richtung Moskau vorzustoßen und mit der Heeresgruppe Süd in die Ukraine vorzustoßen, bis ins Donbassbecken im ersten Jahr und dort mit Rostov einzunehmen und natürlich auch Odessa und Sewastopol sind die großen Ziele. Ich habe euch jetzt hier mal eine Karte eingeblendet, wie das Ganze schön illustriert, wie das damals in der Realität abgelaufen ist und tatsächlich, warum sollte ich gute Pläne ändern? Das mache ich nicht. Dementsprechend ist meine Anfangsstrategie sehr, sehr ähnlich zu dem, was damals im Zweiten Weltkrieg tatsächlich passiert ist. Wird sich aber natürlich auch massiv unterscheiden. Das werden wir im Laufe dieses Let's Plays auch immer wieder mal sehen. Und hier seht ihr im Prinzip die Ausgangssituation, wie sie zu Beginn des Szenarios ist. Wir können hier sehen, dass wir beginnen bei der Heeresgruppe Nord, 18. Armee, 14. Panzergruppe, 16. Armee, 3. Panzergruppe, 9. Armee, dann rübergehend zur Heeresgruppe Mitte. Wobei natürlich die 9. Armee schon zur Heeresgruppe Mitte zugehört, zusammen mit der 4. Armee, der 2. Panzergruppe und dann im Süden noch die Heeresgruppe Süd, 6. Armee, 1. Panzergruppe, die 17. Armee und dann schließlich noch die Armeegruppe Anton, bestehend aus der 3. rumänischen und der 4. rumänischen Armee und der 11. Armee, die damals dem Kommando der Armeegruppe Anton übertragen worden ist. Wie auch schon anfangs erwähnt, ist mein Plan durchaus sehr, sehr ähnlich mit dem Originalplan. Und zwar hat die Heeresgruppe Nord den Auftrag, Leningrad einzunehmen. Die Heeresgruppe Mitte hat den Auftrag, Richtung Moskau vorzustoßen. Und die Heeresgruppe Süd hat die Aufgabe, wir können es hier sehen, im Prinzip die Ukraine. Das nur im Groben. Ich habe mir natürlich für die einzelne Heeresgruppe auch detailliertere Pläne ausgearbeitet. Da komme ich dann aber jeweils darauf, wenn es dann auch mit den einzelnen Heeresgruppen losgeht. Damit ihr ein bisschen besser versteht, warum diese Strategie auch jedem Spiel durchaus Sinn macht und das nicht nur, um möglichst große Kessel bilden zu können, denn das habe ich natürlich auch vor. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein ganz großes Ziel natürlich in der Kampagne wird sein oder muss es sein, möglichst viele sowjetische Einheiten zu zerschlagen, zu zerstören, beziehungsweise in Kriegsgefangenschaft zu bringen. Das heißt, Kessel bilden, schnell vorwärts kommen, tief ins sowjetische Hinterland vorstoßen, um dort Einheiten vom Rückzug und vom Nachschub abzuschneiden und dann dementsprechend zu vernichten. Das ist eines der wichtigsten Ziele. Aber warum trotzdem auch Städte wie Leningrad und andere Städte so eine große Rolle spielen, habe ich euch hier mal eine Karte eingeblendet, die die Produktionsressourcen zeigt. Und wir können hier sehen, wenn man ein bisschen rauszoomt, wir haben natürlich, umso größer die Kreise sind, umso größer ist die Produktion. Wir können ja mal reinschauen auf ein paar Details. Wir können hier sehen, Leningrad mit 156 Produktionseinheiten. Ich kann jetzt euch nicht genau sagen, wie viel Tonnen und dergleichen es mehr ist, aber wir sehen schon hier Moskau 312, Leningrad mit 156, auch ein großer Industriestandort. Und wir können sehen, dass hier sehr, sehr viele Flugzeuge produziert werden. Das lilafarbene, das ist Schwerindustrie. Dann haben wir hier noch Panzer und gepanzerte Fahrzeugproduktion. Das heißt, Leningrad ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Macht also Sinn, Leningrad einzunehmen, zumal es auch ein wichtiger Hafen ist, über den ich hoffentlich dann im Laufe des Let's Plays auch Nachschub reinbringen kann. Dann natürlich Moskau mit 312 Industriewert. Wir sehen hier auch, dass wahnsinnig viele Flugzeuge in Moskau produziert werden und jede Menge anderer Sachen. Und dann auch nochmal ganz kurz runter in den Süden. Warum hier gerade die Ukraine so wichtig ist. Wir können hier sehen, dass in der Ukraine noch sehr, sehr viele Standorte sind. Charkow mit 112, Stalino mit 149, Voroshilograd mit 31, Kirovi Rog mit 55, Odessa mit 22 und dass hier natürlich auch sehr, sehr viel, vor allem Schwerindustrie zu finden ist, als auch Ressourcenproduktion, das heißt Öl und auch Nahrungsmittel. Dementsprechend ist dieses gesamte Gebiet hier unten von wichtigem Interesse für uns. Wir können auch sehen für den späteren Verlauf, Gorki und Umgebung, Saratow und Stalingrad spielen natürlich auch eine große Rolle. Aber ihr könnt sehen, sobald ich die Ukraine eingenommen habe und Moskau und Leningrad, gehört mir ein sehr, sehr großer Teil der sowjetischen
Produktion. Dementsprechend macht es auch Sinn, hier auch auf Moskau zu gehen, hier auch auf Leningrad zu gehen und natürlich auch Richtung Ukraine und letztendlich dann auch später in den Kaukasus. Ein weiterer wichtiger zu beachtender Faktor ist auch die Eisenbahn, denn die Eisenbahn war damals im Zweiten Weltkrieg auf alle Fälle das Transportmittel, mit dem natürlich große Mengen Gütern an die Front geschafft werden konnten. Nachschub, neue Truppen, Panzer und dergleichen mehr musste im Prinzip alles über die Schienen rangebracht werden. Deswegen ist das Schienennetz hier in der Sowjetunion auch extrem wichtig. Auch, und da kommen wir später noch darauf, natürlich historisch auch genau, die Schienen müssen umgenagelt werden. Ja, haben eine andere Spurbreite gehabt als bei uns im Westen und dementsprechend mussten die Eisenbahnschienen im großen Teil der Sowjetunion quasi auf eine andere Spurbreite gebracht werden, um zu funktionieren. Und das findet sich hier in dem Spiel auch. Plus es finden sich auch, und ich habe es euch jetzt hier schon mal eingeblendet, mit den kleinen Zahlen, ich habe die auf die Karte übertragen. Wir können hier sehen, fangen wir mal bei Leningrad oben an. Bei Leningrad steht hier eine 21. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Bahnhof, Kapazität 21. Ja, Novgorod mit Kapazität 2, Smolensk zum Beispiel mit Kapazität 3. Wir können sehen, dass Minsk ein sehr wichtiger Umschlagbahnhof ist mit 6 und dementsprechend verteilt sich in der gesamten Sowjetunion verschieden große Bahnhöfe, Güterbahnhöfe, wie man es auch nennen mag. Und was dabei wichtig ist, umso größer die Bahnhöfe sind, umso mehr Kapazitäten bringen sie mit sich. Man kann sich das also quasi vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel mir hier Charkow mal eingenommen haben sollte, habe ich hier einen 9er Bahnhof. Das bringt quasi virtuell, man kann sich es vorstellen, als wenn da quasi neue Eisenbahndepots stehen. Ja, es werden also im Prinzip neue Lokomotiven, neue Güterwaggons mit reingebracht. Das heißt, bei der Einnahme von großen Bahnhöfen erweitert sich meine Kapazität. Aufs Nachschubsystem gehe ich natürlich im Laufe des Let's Plays auch nochmal genauer ein. Das ist nämlich ziemlich ausgefuchst, ziemlich cool, macht richtig viel Spaß. Also habe mich selten so ausgiebig mit dem Nachschub auch beschäftigt wie in diesem Spiel. Und ich muss schon sagen, es gibt nichts Befriedigenderes als eine groß angelegte Operation, nehmen wir mal zum Beispiel die Frühjahrsoffensive 42, zu planen. Das fängt nämlich dann schon 4, 3, 4, 5, 6, 7 Monate vor an, um solche Aktionen zu planen, um auch entsprechend den Nachschub dorthin zu bekommen, um die Truppen dorthin zu verlegen. Bei der Größe des Raums, den es hier einzunehmen gilt, und wir sprechen, ja, ihr könnt es ja sehen, was das für gigantische Distanzen hier in der Sowjetunion noch sind. Dementsprechend ist die Eisenbahn wichtig. Ich habe mir diese Zahlen hier notiert, denn anhand dieser Zahlen habe ich mir einen Plan gemacht. Ich habe nämlich insgesamt 4 Eisenbahnreparaturgruppen, große Gruppen, zu meiner Verfügung, mit der ich pro Runde ja immer ein paar Achsfelder der Eisenbahn quasi umnageln kann. Und entsprechend wichtig werden für mich 4 Eisenbahnlinien werden. Und so ist auch mein Plan für die Eisenbahneinheiten. Einmal brauche ich eine Bahnlinie von Vilnius über Dünaburg, über Pleskau hoch nach Leningrad, um die Einheiten, die Leningrad einnehmen können, zu versorgen. Dann die Eisenbahnlinie Vilnius, Dwina, Smolensk, Vyazma Richtung Moskau hoch, um Einheiten Richtung der Heeresgruppe Mitte mit Zielrichtung Moskau zu versorgen. Eine dritte von Brest-Litovsk über Minsk nach Bryansk und Orel-Kursk ist die dritte Eisenbahnlinie, die ich quasi am Anfang konvertieren möchte. Und dann die vierte Linie von Lviv hoch Richtung Kiew, über den Donbass nach Dnipropetrovsk und Stalino. Das sind erstmal meine Hauptziele, die ich am Anfang einnehmen muss. Denn die Eisenbahnlinien, die ich hier ausgewählt habe, ich suche jetzt hier nochmal ein bisschen ran. Wir können hier sehen, es gibt hier diese schwarz-weiß gestreiften Eisenbahnlinien hier von Mogilev ausgehend. Das sind sogenannte doppelgleisige Eisenbahnen. Die haben ein Fassungsvermögen von 12.000 Tonnen, die hier transportiert werden können, während gegen 15.000 Tonnen, während gegen die kleinen Eisenbahnlinien, die wir hier sehen, ebenfalls von Mogilev ausgehend runter, lediglich eine Kapazität von 6.000 Tonnen haben. Da meine Kapazitäten begrenzt sind, wie viele Gleise ich im Prinzip umnageln kann, ist das Wichtigste erstmal die doppelgleisigen Bahnanlagen zu reparieren und erst später dann die kleineren Eisenbahnlinien. Und um den Nachschub entsprechend auch einigermaßen ordentlich nach vorne zu bringen, habe ich mir meine Prioritäten für den Eisenbahnbau auch schon gelegt. Den groben Plan für die einzelnen Heeresgruppen hatte ich euch ja schon vorgestellt, doch schauen wir jetzt mal ein kleines bisschen ins Detail und da beginne ich mit der Heeresgruppe Nord und Mitte, denn wir werden jetzt im Laufe des Let's Plays sehen, jetzt auch in der ersten Runde, dass sich die Heeresgruppe Nord und Heeresgruppe Mitte ja in ihrem Schnittbereich natürlich gegenseitiger Hilfebedarf und auch gemeinsam vorrückt. Von daher macht es Sinn, die beiden gemeinsam vorzustellen. Ich blende jetzt hier gerade mal aus. Das Wichtigste für die Heeresgruppe Nord ist
natürlich abgesehen von Leningrad, der Weg nach Leningrad. Und zwar werden wir den entlang der Städte Vilnius, Düneburg, Pleskau nach Norden führen. Ihr könnt auch schon sehen, ich habe es hier in Rot eingezeichnet. Hier gibt es eine Eisenbahnlinie und die ist extrem wichtig. Die ist A, doppelgleisig, ich kann da mal ein bisschen hinzoomen. Die ist zum einen doppelgleisig und führt uns auch auf dem einfachsten Weg Richtung Nord, um eine gute Versorgung für meine 3 Armeen, das heißt die 4. Panzergruppe, die 16. und die 18. Armee, die Richtung Leningrad gehen werden. Die Planung für die nächsten Wochen sieht also wie folgt aus. Die 18. Armee wird im Groben und Ganzen hier über Litauen, Estland nach Leningrad vorstoßen. Dabei haben sie die Aufgabe, die wichtigen Städte Riga und Tallinn zu nehmen. Die verfügen beide über einen Hafen und dementsprechend können wir dann dort auch Nachschub anlanden und relativ auf kurzem Wege zu den einzelnen Armeegruppen führen. Dazu wird die 4. Panzergruppe letztendlich entlang der Bahnlinie nach oben nach Leningrad vorstoßen und die 18. Armee ist im Prinzip dann die Flankensicherung und die 16. Armee ist die Flankensicherung auf der rechten Seite, die dafür sorgen soll, dass die 4. Panzergruppe ohne Gegenangriffe durchkommt oder abgeschnitten wird. Die 18. Armee hat den Auftrag, die Städte hier im Litauen einzunehmen, allen voran mit Leningrad. Dazu werden, hier gerade nochmal die beiden Städte hier mit dem Hafen, dazu werden das 1. Korps und das 26. Korps diese Aufgaben übernehmen. Die 4. Panzergruppe wird sich ebenfalls aufteilen, zum einen ins 41. Motorisierte Korps, die Riga freimachen soll, den Flussübergang bei Riga über die Düna klären soll. Dann haben wir die 56. Motorisierte Division, die den Flussübergang bei Düneburg sichern soll. Und letztendlich bleibt dann noch die 16. Armee, die quasi auf der rechten Flanke der 4. Panzergruppe vorrückt, um in der Flanke eben zu sichern. Dadurch ergeben sich folgende Frontlinien hier oben bei der 4. Panzergruppe und Sinn und Zweck ist es, hier einen hoffentlich großen Kessel, also räumlich groß ist er ja schon, aber auch inhaltlich groß. Das heißt, ich hoffe, dass ich hier noch einiges an sowjetischen Einheiten irgendwie einkesseln kann, um sie dann zu vernichten. Im weiteren Spielverlauf, das heißt in der Woche 2 bis 3 bis 4, wird die 18. Armee hoch nach Tallinn stoßen, also links vom Peipussee. Die 4. Panzergruppe wird hier mit den beiden Korps, mit dem 41. und dem 56. Korps Richtung Pleskau vorstoßen. Und die 16. Armee wird weiter die Flankensicherung auf der rechten Seite übernehmen. Kommen wir zur Heeresgruppe Mitte. Auch hier gibt es eine wichtige Eisenbahnverbindung. Ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt. Über Brest-Litovsk, Minsk, Smolensk, Vyazma bis nach Moskau hoch. Man kann es auf der Karte jetzt leider nicht so sehen. Ich zoome mal ein bisschen ran, ob man es ein bisschen erkennen kann. Es befinden sich hier, leicht im Grau, befinden sich ja zumindest relativ gute Straßen. Das heißt, wir haben ja eine wichtige Rollbahnverbindung von Minsk über Smolensk nach Vyazma nach Moskau hoch. Schon allein deswegen ist dieser Abschnitt sehr, sehr wichtig. Wir können hier auch sehen, dass sonst abseitig gar nicht mehr so viele Straßen vorhanden sind. Von daher ist auch diese Rollbahn extrem wichtig, neben der großen Eisenbahnverbindung. Dementsprechend ergehen die Befehle für die Heeresgruppe Mitte. Die 9. Armee macht zuerst mal hier in diesem Raum den Weg frei für die dann hoffentlich gut nachfolgende 3. Panzergruppe. Nimmt man die auch mal eben ein. Und zwar das 57. Motorisierte Korps soll den Flussübergang bei Dwina sichern. Das 39. Motorisierte Korps soll eine nördliche Zange bei Minsk bilden. Und die 4. Armee, also Infanteriearmee, soll auch erstmal hier in dem Raum nördlich von Brest-Litovsk eine Bresche schlagen, durch die dann hoffentlich die 2. Panzergruppe weit vorstoßen kann und eine südliche Zange südlich von Minsk bildet, um eben auch einen großen Kessel zu erschaffen. Den gab es in Realität ja auch und den möchte ich letztendlich auch herstellen und hoffentlich möglichst viele sowjetische Einheiten dort binden und vernichten. Im weiteren Zug geht es dann von der Düna, wir sind jetzt hier beim 57. motorisierten Korps, die schwenken sollen nach Smolensk einschwenken. Das
39. Korps soll ebenfalls auf Smolensk gehen und dort hoffe ich ebenfalls einen weiteren Kessel bilden zu können. Während die 4. Armee hier über Mogilev ebenfalls auf Smolensk zuzieht und ja, letztlich dafür verantwortlich ist, die Kessel zu bilden, zu halten. Genau, wir werden hier einen Kessel hoffentlich erschaffen können. Und die Infanteriearmeen, sprich die 9. und die 4. Armee, sind dafür zuständig, die Kessel zuzumachen und dann auch zu verringern. So, jetzt geht's los. Jetzt sind wir auch schon mittendrin. Genug Vorgeplänkel haben wir jetzt hier gehabt. Die komplette Ostfront hier in War in the East 2. Wir werden anfangen mit der Heeresgruppe Nord. Doch bevor wir mit der Heeresgruppe Nord anfangen, kümmern wir uns natürlich erstmal um unsere Luftwaffe. Die Turn Summary kann ich jetzt mal wegklicken. Da steht jetzt noch nichts Wichtiges drin. Und nochmal zur Erinnerung, in der ersten Runde gibt es einige Spezialregeln, auf die werde ich aber sicherlich noch eingehen. Eine Runde in War in the East 2 beginnt immer mit der Luftfahrtphase und ich habe mich jetzt entschlossen, in der ersten Runde quasi an den Aufträgen der Luftwaffe nichts zu ändern. Ihr könnt es sehen und wir werden auch im Laufe des Let's Plays, wahrscheinlich auch schon ab Tag 2, werde ich da weiter in die Details mit reingehen, wie man sowas aufstellt, auf was es zu achten gilt und was man da im Prinzip manipulieren kann zu seinen Gunsten oder Ungunsten. Das ist natürlich auch alles möglich. Da würde ich sagen, steigen wir in Runde 2 ein, denn für die Runde 1 ist mittlerweile der Plan, der hier hinterlegt ist. Perfekt ist er wahrscheinlich nicht, aber nahezu perfekt. Die Ergebnisse führen zu unglaublich hohen Verlusten bei der Luftwaffe. Das Spiel ist mittlerweile jetzt auch schon über 1,5 Jahre alt. Das heißt, dass durch den einen oder anderen Patch hier sicherlich auch optimiert worden ist, was die Luftwaffe des ersten Tags angeht. Und in die Innereien der Luftwaffe gehen wir noch mal ein bisschen später rein. Man kann jetzt aber schon ganz gut sehen, organisationstechnisch ganz nett. Wir sehen hier oben die Luftflotte 1 in blau, Luftflotte 2, die gehört zur Heeresgruppe Mitte dazu in diesem, weiß ich nicht, das ist ein Senfgelb. Müsste ich mal meine Tochter fragen, die kennt sich besser aus. Und unten haben wir die Luftflotte 4, die sich um die Heeresgruppe Süd mit kümmert. Dann unten drunter unter der Luftflotte, man sieht es ja an den verschiedenen großen Einblendungen. Hier ist das 2. Fliegerkorps. Das 2. Fliegerkorps, generell wie auch das 1. Fliegerkorps hier oben bei der Luftflotte 1, die sind dafür zuständig, ja ich sag jetzt mal, direkte Unterstützung auf dem Schlachtfeld auch zu liefern. Da sind die Jagdbomber drin, da sind die Jäger drin. Und dergleichen mehr. Dann haben wir noch die Co-Lufts, Kommando der Luftfahrt. Das sind Aufklärungseinheiten, Aufklärungsflieger, dann hier Fliegerführer Ostsee, logischerweise in Flugzeugen, die im maritimen Einsatz eingesetzt werden können. Aber wie gesagt, in die Details gehe ich dann ab Zug 2 geht's los und muss echt sagen, ich finde die Mischung aus KI gestützt, die ich jetzt übernehme, plus manuellen Anpassungen sehr, sehr gelungen. Allzu sehr in die Tiefe. Wie jetzt hier gerade im ersten Zug würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber ab dem Zug 2 macht man auf alle Fälle auch was. Macht nämlich tierisch Spaß und ist auch tatsächlich von entscheidender Bedeutung. Da kann die KI tatsächlich nicht mithalten, was Aufklärung angeht. Ich drücke jetzt hier oben gleich mal, muss ich nochmals, ich check mal kurz mein Blatt, ob ich alles gemacht habe. Nee, da muss ich nichts mehr unternehmen. Das heißt, drückt auf F12, Execute Air Directives. Die sollten jetzt relativ schnell durchlaufen. Kann man jetzt hier unten, kann man es ein bisschen mitverfolgen. Man kann es im Übrigen auch langsamer ablaufen lassen. Man kann sich hier auch wirklich in Anführungsstrichen jeden einzelnen Luftkampf einzeigen lassen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wir werden nachher weit über 4.000, 5.000 Missionen geflogen sein. Das geht dann einfach zu weit. Was jetzt hier gerade passiert, ist der Tag 1, der jetzt hier gerade abgefeiert wird. Wir sehen gerade, dass die sämtlichen Luftaufklärungsaufträge gerade abgefahren werden. Die Ergebnisse sehen wir dann in der nächsten Phase. Es werden auch Luftfelder bombardiert. Wir können auch schon sehen, wir haben bis jetzt 28 Flugzeuge verloren. Hier unten rechts. Die Sowjets sind schon bei bei fast 2000 Verlusten. Ja, das sind die Einheiten, die Flugzeuge, die quasi am Boden zerstört worden sind, wie beim echten Unternehmen Barbarossa auch. Die Sowjets waren komplett überrascht und die Deutschen im Übrigen auch, dass sie am ersten Tag so viele Flugzeuge am Boden zerstören konnten, denn die Sowjets sind noch nicht mehr in die Luft gegangen. Es war, ja, Tontaubenschießen auf dem Boden sozusagen. Dementsprechend ist das, was jetzt hier passiert, durchaus sehr nah daran, was in echt auch passiert ist. Gut, aber wie gesagt, also es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der jetzt hier vielleicht noch eingreift in der ersten Phase. Ich finde die nahezu perfekt, da brauche ich nicht groß was rumschrauben und ich habe mich da natürlich auch in Foren informiert. Mittlerweile läuft das sehr, sehr gut. Wir sehen auch schon, die Sowjets haben mittlerweile 3500 Verluste bei den Flugzeugen. Wir hingegen nur 121. In die Menüs schauen wir später mal rein, wenn es interessant wird. Um sich einen kurzen oder kleinen Überblick zu verschaffen, lohnt sich immer ein Blick hier in diese Charts. Dann können wir mal anschauen, Total Aircraft Losses. Die Sowjets haben in
am Zug 1, also am 22. Juni bis 29. Juni, 3.562 Flugzeuge verloren, während wir 121 verloren haben. Wobei die noch nicht mal, also mit verloren, die sind nicht unbedingt unrettbar verloren. Und viel mehr machen wir jetzt hier gar nicht, denn wir haben genügend auf dem Boden zu tun. Und Luftwaffe kommt dann entsprechend etwas später. Im Übrigen, ich werde hier während des Let's Plays relativ häufig auf Shortcuts verzichten, also Keyboard-Shortcuts, einfach damit ihr ein bisschen besser seht, wo man hier hindrückt. Ich habe schon recht lange gebraucht, bis ich mich hier zurechtgefunden habe, wo was ist, und ich glaube, das hilft euch daheim eventuell auch die Anfangshürden eventuell zu meistern. Jetzt, bevor wir richtig loslegen, mache ich noch eine Änderung. Ich drücke auf C. Jetzt mache ich es, obwohl ich gesagt habe, ich mache es nicht. Ist ja lustig, weil ich einfach mal was kann hier. Wir gehen auf den Info-Screen, der Commander Report. Wo ist er denn? Hier. Wirkt total erschlagen und ist auch so. Aber hier lassen sich viele Dinge sehr, sehr angenehm machen. Und zwar, was ich vorhabe, das hatte ich ja auch schon eingangs erwähnt, dass wir natürlich uns massiv um die Versorgung kümmern müssen und dass die Versorgung unser Hauptproblem sein wird. Damit uns das am Anfang, Versorgung, nicht zu sehr auf die Füße fällt, ist der Plan, dass ich sämtliche Kampfeinheiten, die TOE-Settings, also Table of Equipment, auf 50% setze. Jetzt sortiere ich erstmal. Es gibt ja schöne Sortierfunktionen. On Map, Arrived, Static, No. Ich wähle jetzt alles aus. Also Panzer, mechanisierte Einheiten, motorisierte Einheiten, Infanterie. Dann nehmen wir noch Kavallerie mit dazu. Das sollte es gewesen sein. Und ich setze jetzt hier oben Max TOE auf 50%. Was bedeutet das? TOE ist im Prinzip der Standardwert, den eine Einheit haben sollte, damit sie als vollständig ausgerüstet gilt. Also bei 100% haben sie alles. Eine Panzerdivision hat so viele Panzer, wie sie braucht, so viele Männer, wie sie braucht, so viele Panzerabwehrgeschütze, Artillerie und dergleichen mehr. Wenn ich hier auf 50% setze, bedeutet das für mich jetzt gleich im Spiel, dass diese Einheiten oder meine Kampfeinheiten nicht ungeplant ihr Equipment wieder aufstocken. Das hat einen Grund, denn wir haben es eilig. Wir müssen ganz schnell mit der Heeresgruppe Nord nach Leningrad kommen. Und wir werden auch gleich im Spiel sehen, wir haben Probleme, denn die Eisenbahnschienen sind durch Gefechte und später auch durch eine andere Spurbreite, durch eine schmalere Spurbereite, müssen die umgenagelt werden und es dauert. Das heißt, der Nachschub, der über die Gleise fließt, und das ist natürlich der hauptsächliche Teil, wo der Nachschub herkommt, das ist am Anfang das Problem, es kommt ein Stocken. Und damit meine Einheiten nicht von Zug auf Zug jedes Mal versuchen, wieder ihre volle Einheitsgröße zu erreichen und dementsprechend auch das Eisenbahnnetz belasten, schalte ich es aus. Das werde ich manuell machen. 1941 ist es jetzt erstmal nicht so wichtig. Das müsste jetzt bedeuten, wenn ich jetzt hier auf die 1. Infanteriedivision klicke, wir können mal schauen. Max TOE 50%. Wir können hier drüben auch, glaube ich, mal sehen, Assign Support Units, Supply Details. Ja, wir können hier sehen, was hier alles drin ist. Hier haben wir zum Beispiel 2 SD-Kfz. Wenn ich jetzt das TOE nicht runtergesetzt hätte, würde jeden Zug versuchen, über den Supply dieses SD-Kfz 221 wieder zu ersetzen. Das belastet die Schienen, braucht man nicht. Wir haben es eilig, wir wollen Nachschub, deswegen hier die Änderung über den Commanders Report. Und ich bin selber nicht allzu oft hier drin, aber hier lassen sich global einfach Einstellungen vornehmen, die sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant sind. Es lässt sich auch nach Moral sortieren, wo ich dann sagen kann, Einheiten, die mit der Moral runter sind, dass man die mal ein bisschen zur Ruhe kommen lässt. Gut. Ja, Heeresgruppe Nord. Ich schaue jetzt gerade mal auf meinen Plan. Vielleicht gehen wir mal ein kleines bisschen raus und vielleicht ist es besser, wenn ich das Ganze hier mal grafisch auch darstelle. So, um den Plan hier nochmal ein kleines bisschen zu veranschaulichen. Wir haben hier oben die 18. Armee. Die 18. Armee wird sich darum kümmern, hier das Kurland zu sichern im ersten Zug. Plus die 18. Armee soll hier erstmal eine Lücke aufmachen für die 4. Panzergruppe, die dann nach Riga vorstößt und gleichzeitig den Übergang über den Fluss zwischen Riga, Düneburg und Dwina sichert. Das ist der Auftrag der 4. Panzergruppe. Und dann haben wir hier unten noch die 16. Armee. Die 16. Armee wird letztlich versuchen, Anschluss an die Panzergruppe zu halten und die rechte Flanke zu sichern. Das im Kleinen, beziehungsweise im Groben, ins Kleine gehen wir noch mit rein.
Gut, das erste, was ich mache, mag sich jetzt etwas ungewöhnlich anhören. Und zwar habe ich hier oben zwei Häfen. Ventspils und Liepāja. Da ich ja vorhabe, hier einen gigantisch großen Kessel zu bilden, der im Prinzip das komplette Kurland und Lettland mit einschließt, also von Riga bis rüber nach Dwina, wollen wir eine einheitliche Frontlinie aufziehen und sämtliche Einheiten oder viele von diesen Einheiten, die wir jetzt hier in der Mitte drin sehen, die möchte ich einkesseln, denn einkesseln hat hier den Vorteil, dass die Einheiten im nächsten Angriff im besten Fall komplett zerschlagen werden. Wenn ich die Einheiten jetzt hier quasi durch die Gegend jage, dann stehen die mir dann irgendwann mal vor Leningrad wieder neu ausgerüstet vorneweg. Deswegen klassisch Unternehmen Barbarossa, Blitzkrieg, Kessel bilden und dann im Laufe der Wochen danach die Kessel auflösen. Die haben keine Versorgung mehr, können sich nicht so gut bewegen. Dementsprechend ist das schon ein geschickter Schachzug, hoffentlich. Damit mir die Einheiten aber jetzt hier aus dem Kurland und aus Lettland, wenn ich die verdränge, dass mir die nicht über die Häfen entweichen können, finde ich es persönlich für mich sehr, sehr wichtig, dass wir diese beiden Häfen sichern. Und das soll in dem Fall eine einzige Einheit machen. Ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen rumgeschaut. Ich hatte eigentlich die 291. Infanteriedivision. Allerdings hat die so gut wie keine Unterstützungseinheiten, keine Support-Units, die mir was bringen. Darum habe ich mich hier für die 61. entschlossen. Die hat derzeit auch noch keine, aber ich kann jetzt hier auf Assigned Support Units gehen und kann sehen, dass in den übergeordneten militärischen Stellen, das heißt jetzt hier das 26. Korps, die 61. Infanteriedivision gehört dem 26. Korps an, das heißt, beim Korps sind derzeit Unterstützungseinheiten, die können darüber geschoben werden. Das geht auch automatisch oder kann automatisch funktionieren, aber in speziellen Fällen ist es schon nicht schlechter, seine Einheiten hier auch direkt zuzuweisen. Und ich würde sagen, wir nehmen uns hier ein Pionierbataillon vom 26. Korps mit. Müsst ihr euch, wie gesagt, vorstellen, das 26. Korps ist die Befehlseinheit von der 61. Infanteriedivision und beim Korps liegen halt noch Unterstützungseinheiten, die jetzt quasi an die 61. allokiert werden. Und wir nehmen noch mit motorisiertes 273. motorisiertes Army Flak Bataillon, da sind die 8 drin. Das heißt, wir müssten da genügend Feuerkraft haben. Damit die Punkte hoffentlich auch reichen bis nach Ventspils hoch, muss ich diese Einheit jetzt noch motorisieren und da werden wahrscheinlich die anderen jetzt aufschreien, denn das kostet einiges, kostet mich 3 administrative Punkte von 19, die ich in der ersten Runde habe und insgesamt 1434 Trucks, die dann nicht mehr für die Versorgung zur Verfügung stehen. Aber noch ist unsere LKW-Flotte gut aufgestellt, also von daher sollte das noch klappen. Wir motorisieren die jetzt und sehen das jetzt von 16, wir können es hier oben sehen, 16 Bewegungspunkte, die zweite Zahl hier. Retain Motorization und Following Turns würde bedeuten, ob die Trucks, die LKWs, die nächsten Züge auch noch bei der Einheit bleiben, würde aber jedes Mal wieder drei administrative Punkte kosten. Deswegen sage ich nein, das mache ich dann quasi im Bedarfsfall. Und wir können jetzt sehen, dass die Einheit jetzt auf 48 Bewegungspunkte angestiegen ist. Das sollte reichen. Damit es aber auch wirklich reicht, muss ich hier erstmal eine Bresche schlagen. Und jetzt bin ich am Überlegen, mit wem ich die Bresche aufmache. Entweder haben hier hinten noch einige, ich sag's jetzt mal, Einheiten, die nicht direkt für die Frontlinie sind. Hier die 254, die gehört zum 23. Korps. Das 23. Korps ist momentan in meiner Situation ein Unterstützungskorps. Ist die Frage, ob ich jetzt mit dem da oben aufmache. Und ich werde euch gleich zeigen, was ich mit aufmachen meine. Nee, komm. Wir machen das so. Ich nehme hier gleich die 291. Ja, die nehme ich. Und wir sehen es jetzt hier schon. Angriffswerte Attack CV 14,8 gegen Defender CV. Combat Value ist es gegen 0. Das heißt, ich werde jetzt hier keinen geplanten Angriff machen, sondern einen schnell durchgeführten Angriff. Hier oben Luftunterstützung mache ich aus. Toggle Ground Support. Es ist so, dass die Luftwaffe nur eine begrenzte Anzahl von Bodenunterstützungsflügen leisten kann und die sollte ich jetzt nicht dafür einsetzen, hier, was haben wir hier, ein MG-Artilleriebataillon anzugreifen. Das macht keinen Sinn. Also, 291 ist der erste Gefecht der Unternehmen Barbarossa. Ist hiermit gestartet. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz eine Pause. Wir werden später auch mal genauer hier oben mit reinschauen. Wir haben keine Verluste. Die Sowjets 559 Mann und die Einheit wurde zerschlagen, ist also weg. Jetzt überlege ich, ob ich die hier noch wegmache. Ja, das mache ich, damit die nachher meine Versorgungslinie nicht bedrängen. 13,7 zu 1,4. Jetzt ist es so, ich werde wahrscheinlich... Nee, werde ich nicht. Die kann ich einfach so weghauen. Aber wisst ihr was, die haue ich vielleicht später weg. Nee, die hauen wir jetzt weg.
Ah, haben sich bloß zurückgezogen. Nehmen wir das MG-Bataillon hier noch. Und ich ziehe später weiter mit der Einheit. Denn wir werden jetzt mit unserer neuerdings motorisierten Einheit jetzt hier hochziehen. 12,5 zu 0,3. Das Sicherheitsbataillon ist geroutet. Wichtig auch, das werden wir jetzt dann hier nicht sehen, es ist von entscheidender Bedeutung, von welcher Richtung man angreift und wie man die feindlichen Einheiten schlägt. Denn man kann so ein bisschen lenken, wohin die sich zurückziehen. Da gibt es natürlich ganz klar Regeln und die sind sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja natürlich erreichen, das werden wir später sehen, dass die Einheiten nicht aus dem Kessel rausspringen, ja, über die Spielmechanik, sondern dass möglichst viele Einheiten im Kessel mit drin sind, um den Sowjets große Verluste zuführen zu können. So, jetzt haben wir hier schon einen Angriffswert 8,7 zu 1,8. Reicht mir das? Oder sollte ich hier einen sogenannten Deliberate Attack, also einen geplanten Angriff, doch einen geplanten Angriff durchführen? Der kostet mich allerdings deutlich mehr Bewegungspunkte. Ich probiere es mal mit einem normalen Angriff. Ja, sollte geklappt haben. Artilleriebataillon hat aufgegeben und die 67. Rifle Division ist zerschlagen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da hochkommen. Ich gebe es zu, in meinem Versuch hat es schon mal geklappt. Muss aber natürlich nicht immer der Fall sein. Jawohl. Perfekt. Ich bin gespannt, ob sich hier meine, den Einsatz meiner administrativen Punkte für dieses Manöver, ob sich das lohnt. Sache ist die, wenn ich jetzt Riga noch einnehme, was natürlich der Plan ist und was ich auch schaffen werde, gibt es hier oben keinen Hafen mehr, wo die Einheiten, die sich hier im Kurland oder Lettland befinden, ausweichen können. Deswegen ist das jetzt hier quasi mein erster Zug. Gut, machen wir weiter. Und zwar, obwohl wir hier eigentlich, ich mich jetzt quasi hier in der Folge hier hauptsächlich um die Heeresgruppe Nord kümmern möchte, ist es natürlich so, dass wir gerade am Beginn natürlich noch Schulterschluss auch mit der Heeresgruppe Mitte haben. Und die Heeresgruppe Mitte werde ich jetzt tatsächlich einen Teil davon schon anspielen, denn die sollen den Weg freimachen nach Kaunas und Vilnius. Das heißt, vorgesehen von mir ist, dass die Heeresgruppe Mitte hier im Prinzip den Weg nach Kaunas aufmacht. Kaunas ist ja ein wichtiger Startpunkt für die Eisenbahn, sowohl Richtung Leningrad hoch, aber auch später dann Richtung Smolensk und dergleichen mehr. Von daher ist Kaunas schon sehr, sehr wichtig. Brauchen wir auch. Hier gibt es auch, glaube ich, einen größeren, jetzt schauen wir gerade mal, was hier in Kaunas für ein Bahnhof ist. Ah, ist bloß ein kleiner Bahnhof, macht trotzdem nichts. Gut. Jetzt heißt es hier einen Weg finden, wie ich hier freimache. Und zwar soll die 16. Armee hier über Kaunas nach oben hochgehen. Dementsprechend muss ich jetzt schauen, wo wir den besten Weg hier finden. Ach so, genau. Wichtig, vielleicht vor Gefechten noch ein paar Sachen einblenden. Die Fort-Levels, also inwieweit die Einheiten eingegraben sind, können hier sehen, es geht so. Die meisten sind nicht so gut eingegraben. Mit 1 oder 2 ist noch ein Fort-Level, der noch einigermaßen passt. Ich mache auch mal das Straßennetzwerk mit an. Und muss mal schnell schauen, die Logistik brauchen wir derzeit noch nicht. Nee, passt soweit. Gut. Ein Shortcut benutze ich allerdings doch sehr, sehr häufig, und zwar ist das T für die Einheiten wegzumachen. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich am besten vorwärts gehe. Ich glaube tatsächlich, das ist der beste Weg hier nach Norden für die Panzereinheiten hier über Alytus ist. Das heißt, ich kann hier eigentlich schon mal aufmachen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich suche mir jetzt eine Einheit aus dem Rückraum. Ja, vielleicht reicht sogar die Einheit. Genau. Kann jetzt hier schön sehen, wenn ich die Bewegung durchführe, habe ich am Ende noch 6 Bewegungspunkte übrig. Jeder Normalangriff kostet mich mit einer Infanteriedivision einen Punkt. Das heißt, ich kann mich hier bewegen und kann noch 5 Angriffe fahren. Ich möchte jetzt hier vorne diese Artilleriebataillone wegbekommen. Die stehen bloß im Weg. Haben zwar jetzt im ersten Zug noch keine Zone of Control, jedenfalls hier nicht. Trotzdem stehen sie im Weg und ich muss schauen, dass ich mit Einheiten, und das ist ein genereller Tipp, fangt mit Einheiten an, die man von hinten nach vorne vorzieht, damit ihr mit den Einheiten, die vorne stehen, die maximale Anzahl an Bewegungspunkten noch übrig habt. Von daher ist es immer ganz gut, erstmal Einheiten, ich sag mal, aus dem Hinterland zu nehmen. Das dürfte eigentlich ganz gut klappen hier. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich hier wirklich frei machen will.
Ja, das will ich. Wo ist die Frage, wohin wir das machen? Ziehen wir den mal hier hoch. Ein paar einfache Angriffe sollten das Thema hier erledigen. Was haben wir hier drin? 2 Artilleriebataillone. Haben beide aufgegeben. Ja, wichtig ist hier quasi das Zone of Control und Hexfeld flippen. Jetzt die Frage mit den Zweien kann ich wahrscheinlich nicht mehr viel anfangen. Ich muss jetzt nur schauen, ob ich... Wir können mal hier hochziehen. Da hätten wir 6,9 zu 1,7. Schweren Angriff kann ich nicht mehr fahren. Ist die Frage, brauche ich dieses Hexfeld? Es geht nämlich darum, das werden wir jetzt auch gleich sehen, dass wenn Gefechte in Hexfeldern stattfinden, kann es dazu führen, dass die Bewegung für Einheiten, die später da durchziehen, langsamer sind. Dann werden da quasi Punkte oben drauf berechnet. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn jetzt diese Einheit hier quasi im Gefecht ist, kann die andere Einheit ja quasi nicht zeitgleich damit durchziehen. Deswegen müsst die quasi ein bisschen warten. Außerdem ist das Gefechtsfeld vielleicht auch noch mit Trümmern verstopft und keine Ahnung was mit allem. Von daher, wenn Gefechte stattfinden, kann es sein, dass hier sich schnell Punkte anhäufen, die die Bewegung hier in den Hexfeldern deutlich erschweren und dementsprechend muss ich da aufpassen. Das gilt allerdings für die erste Runde noch bedingt. Und ich bin jetzt hier schon vor der schweren Entscheidung, ob ich jetzt hier nochmal angreife oder nicht. Ja, ich mach's. Und hat auch nicht geklappt. Die Defending Forces held. Ich greife die direkt nochmal an. Da ist nicht viel passiert, gut. Alytus. Machen wir mal die Lücke hier oben weiter auf. Und jetzt seht schon, warum das Ganze hier ist. Jede Bewegung ist hier wirklich wichtig. Kann man im Prinzip hier auch schon mal, was haben wir, die 251. Infanteriedivision, die hier oben den Weg aufmacht. So, hier mal so ein bisschen abwechseln. Dass ich hier auch den richtigen Weg nach oben nehme. Wie führen wir denn die jetzt nach oben hier, die Einheiten? Kaunas. Ich denke, ich mach doch die Lücke direkt hier auf. Ne, ich muss hier unten aufmachen. Probieren wir das mal. Einmal zerstört. Zweimal zerstört. Und dann schauen wir uns mal hier möglichst viel von diesem Kleinkram wegmachen. Ihr seht, es sind keine ernstzunehmenden Gegner, aber kosten natürlich halt einfach auch Zeit und in dem Sinne Bewegungspunkte. Und ich schaue jetzt, dass wir jetzt hier quasi schon mal eine Lücke reinkriegen. Hier haben wir die 129. Infanteriedivision aufgeteilt in 3 Regimenter. Man kann seine Divisionen auch wieder in 3 Regimenter unterteilen, man kann sie aber auch wieder zusammenführen. Das mache ich jetzt hier, denn so sind sie wesentlich sinnvoller für mich. Schauen wir uns mal, dass wir hier mit wem stoßen wir denn hier durch? Richtung Kaunas hoch. Mit dem 6. Korps. Muss ich mal schon schauen, ob ich die Punkte auch gerade nicht vergessen habe einzublenden. Ne, sind drin. Interdiction Level ist drin. Dann machen wir jetzt mal den Weg frei hier. Kann jetzt auch schon sehen, also Hexfelder, die nicht rot eingefärbt sind, da habe ich keinen Malus für die Bewegung. Das heißt, die habe ich quasi schon für mich aufgedeckt und für mich ja, vom Feind freigemacht. Die hellroten Felder kosten, da kann ich hinschauen, kosten mich aber mehr Bewegungspunkte. Wir können es hier nochmal sehen, wenn ich zurückgehe, habe ich 9 übrig. Aber, das klappt hier gerade nicht, die Erklärung, weil die Zones of Control nicht aktiv sind im Zug 1. Schauen wir uns, dass wir nach Kaunas hochkommen. Jetzt tatsächlich einmal hier rüber. Ich möchte nämlich, dass die 16. Armee möglichst schnell und freien Zugriff hat auf Kaunas. Kaunas Airbase. Haben wir das auch? Dann würde ich sagen, erweitern wir den Korridor jetzt hier mal so ein bisschen.
5 Punkte. Mal schauen, ich möchte natürlich möglichst viele Einheiten in den Kessel reinzwingen. Ich weiß nicht gerade, wo der Kessel dann aufmacht. Brauche ich diese Einheit jetzt schon? Ja, ich muss hoch nach Kaunas. Die Regeln im ersten Zug für die gerouteten Einheiten, also die man hier zerschlägt, ist, die ziehen sich in die nächste Stadt zurück. Später ziehen sie sich zuerst im Hauptquartier und dann zu einer Stadt zurück. Das heißt, wir haben es jetzt hier gesehen, dass diese Einheit hier nach Voronovo gezogen ist. In der Richtung wahrscheinlich das nächste. Und wenn die Stadt jetzt hier allerdings voll ist und Vilnius auch voll wäre, dann gehen sie zur nächsten Stadt. Und dementsprechend versucht man, diese Einheiten eben nicht aus den zu bildenden Kesseln mit rauszubekommen, um sie dann später in der nächsten Runde möglichst schnell vernichten zu können. Ich führe jetzt auch schon mal direkt hier mein Hauptquartier nach, einfach, dass ich jetzt schon mal ein bisschen, wir werden es in den nächsten Zügen dann auch sehen, dass einfach die ganzen Korps so ein bisschen besser sich darstellen, als jetzt hier so dicht gedrängt, hier am Anfang. So. Dann können wir jetzt langsam anfangen, uns wieder zur Heeresgruppe Nord zu bewegen. Heeresgruppe Nord möchte ich jetzt erstmal schauen, dass wir die Lücke aufmachen hier hoch nach Riga. Beziehungsweise, oder ich mache hier erst den rechten Flügel ein bisschen zu. Nee, das braucht es doch nicht. Seid mir bitte nicht böse, dass ich hier ab und zu mal so ein bisschen rumspringe. Hat einfach damit zu tun, dass, ja, man muss schauen, wie sich die einen Einheiten bewegen, um dann mit anderen auch wieder nachziehen zu können. Die 16. Panzerdivision, die wird, schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. Ich habe jetzt mal die Einheiten ausgeblendet. Ich schaue jetzt gerade mal, wo ich den Weg suche, den Weg des geringsten Widerstands für die 4. Panzergruppe. Wir haben hier sehr sumpfiges Gelände. Ich zeichne das jetzt mal hier gerade mal ein. Wir haben hier insgesamt sehr sumpfiges Gelände, da wollen wir nicht durch. Wir wollen außen rum gehen. Und da bietet sich tatsächlich auch an, ich schaue jetzt gerade, welche Hexfelder das sind. Im Prinzip müssten wir hier durch. Und den Rest können wir sehen. Also ich suche mir jetzt hier den Weg des geringsten Widerstandes. Wir haben hier Felder, diese Felder hier zum Beispiel, das ist Dichter... War es Dichterwald? Ich glaube, es war gar kein Dichterwald, oder? Ne, Dichterwald ist hier oben. Der Wald, der leichte Wald, der ist erstmal keine große Behinderung für uns. Das ist also nicht so das Problem. Da können wir also durchaus mit reingehen. Aber ich schaue jetzt wieder, dass ich mit meinen Einheiten aus dem Hinterland, aus der Etappe, hier quasi die Löcher reinschlage. Ja. Oder will ich hier durch? Ne, wir wollen hier oben durch. Genau, mit der Panzerarmee hier in die Richtung über Jurbarkasch zu gehen, bringt nichts, da steckt man bloß in den Sümpfen fest. Darum machen wir jetzt die Lücke hier oben auf. Habe ich noch weitere Einheiten, die da hinten mit drin stehen? Ja. Gut, schauen wir mal. 11,1:3. Das ist ein relativ schlechtes Verhältnis. Ich möchte schauen, dass das Loch auf alle Fälle aufgeht. Und jetzt sehen wir es. Wir haben jetzt hier einen, wie wird es im Spiel genannt, Interdiction Level. Das heißt, ein Zug jetzt hier durch dieses Feld kostet uns mehr. Ist etwas schade. Ich hätte gehofft, dass das Kampfergebnis hoch genug ist. Also umso höher das Kampfergebnis, umso geringer ist diese Zahl hier. Vielleicht kriege ich die noch raus. Deliberate Attack. Shattered. Nee. Die Felder bleiben hier so bestehen. Aber die 251. Infanteriedivision hat doch jetzt hier schon mal ganz gutes Loch aufgemacht. Und genauso machen wir weiter. Nochmal Hilfstruppen, 254. Infanteriedivision. So sparen wir uns möglichst viele Punkte und Reserven für unsere Hauptkampfinfanterie und dann vor allem auch für die Panzer. Hier schon mal ein bisschen Platz. Kriegen wir die Panzerdivision daraus? Ja, jetzt bin ich gespannt, wo die hinspringt. Leider sieht man es nicht immer, wo die hinspringt. Aber deswegen habe ich hier oben die Häfen auch gleich zugemacht. Riga ist noch offen, aber sonst würde diese Einheit eventuell direkt nach Liepaja springen und hätte eventuell die Chance in der nächsten Runde, ja, von dort raus gebracht zu werden. Direkt angreifen. Sollen wir es nochmal machen? Ja,
Routed. Die ist gesprungen jetzt nach Xiaoliai. Okay. So, wie machen wir weiter? Wir machen weiter mit der 18. Armee. Ich überlege jetzt gerade... Meine Herangehensweise ist jetzt immer erstmal mit den Einheiten anzufangen, die nicht so... Ja, hier haben wir ein kleines Korps. Übrigens von der Farbgebung ist es so, wenn ich eine Einheit anklicke, das rosafarben heißt, es ist die eingewählte Einheit. Gelb, wählen wir vielleicht mal lieber eine andere Einheit aus. Genau, gelb heißt, sie sind auf derselben Ebene. Das heißt, wir können hier sehen, die 1. Infanteriedivision ist zusammen in einem Korps mit der 11. Infanteriedivision und der 21. Und orange ist dann quasi die übergeordnete Stelle. Das ist hier in dem Fall das 1. Korps. Und dann ist hier blau angezeigt, welche Einheiten untergeben sind. So kann man das Ganze, wenn man ein bisschen drin ist, dann ist es kein Problem, dann kriegt man das sehr, sehr schnell mit. Gut, ziehen wir nach oben, machen wir die Lücke weiter auf für unsere Infanterie, für unsere Panzerkräfte, für die 4. Panzergruppe. Und dadurch, und wir können jetzt hier sehen, also die Felder sind quasi noch nicht in meinem Besitz. Das heißt, Bewegungskosten dadurch sind dann für die Panzer und so auch teurer. Ich versuche jetzt, dass wir jetzt hier den Weg bis nach Riga möglichst weit mit der Infanterie gehen. Und zwar an Stellen, wo die Panzer auch gut rüberkommen. Wir schauen jetzt mal hier. Den Übergang finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Xiaoliai. Ja, da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich da schon angreife. Denn die Einheiten, die jetzt hier drin, die springen wieder weg. Und ich weiß noch nicht genau, wohin. Nicht, dass mir die hier oben über die Düne, also über die Daugava hier, ist die Düne auf Deutsch, ziehen, weil die wären dann nicht mehr Teil meines Kessels. Allerdings geht hier auch eine Straße durch. Wäre schon nicht so verkehrt. Ich versuche mal die hier wegzubekommen. Die springt hier runter nach Panevesevis. So, und ich glaube, ihr könnt jetzt auch schon erkennen, also der erste Zug. Man muss hier echt aufpassen, damit das Ganze wirklich gut läuft. Wie komme ich denn jetzt am geschicktesten hier hoch? Ich lasse die Ortschaft jetzt nochmal frei. Mir geht es um Geländegewinne. Ah, damit kriegen wir die Ortschaft vielleicht sogar frei hier. Schauen wir mal. Ja. Jelgava Airbase Depot ist captured. Wir machen jetzt hier den Weg frei. Komme ich mit der 16., mit der 21. Infanteriedivision noch irgendwo hin? Erstmal nicht besonders zielführend, dass ich irgendwo hinkomme. Ich kann mal schauen. Ich werde mir die wahrscheinlich aufheben für eine spätere Verwendung. Denn viel weiter nach Norden komme ich jetzt mit meiner Infanterie nicht. Nee, da ist nichts zu machen. Die Totenkopf-SS motorisierte Division, die nutze ich jetzt auch dafür aus, möglichst weit nach vorne zu stoßen. Weil ich habe hier auch noch die Polizei-Infanteriedivision. Ne, die nehmen wir nicht. Ich nehme jetzt die. Nochmal zur Erinnerung, warum ich jetzt von ganz hinten gehe. Die Punkte, die ich jetzt hier bis hier vorne brauche, sind relativ wenig. Ich möchte mir mit den Einheiten, die vorne stehen, möglichst viele Punkte sparen, dass ich eben den Weg nach Riga noch schaffe. Das ist für mich jetzt gerade so das Hauptfeld. Ah, das war der falsche Weg. Das ist jetzt ärgerlich. Warum ärgere ich mich jetzt gerade? Weil ich jetzt hier durch die Sümpfe durch muss. Und ihr seht schon, die Bewegung jetzt hier rein kostet mich 6 Bewegungspunkte. Der günstigere Weg wäre hier außenrum gewesen. Wahrscheinlich. Ah, shit, ärgerlich. Ah, da komme ich jetzt nicht runter. Jetzt kann schon sein, dass mein Plan schon gar nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Ich werde mir das jetzt mal anschauen. Und zwar meine Panzereinheiten. Ich muss überlegen, welche ich nehme. Also die 269. Infanteriedivision, die wird motorisiert. Die hat jetzt 16 Bewegungspunkte. Nächste Runde nicht. Und hat jetzt 48. Damit kommen wir also schon mal deutlich weiter nach oben. Ich schaue mal gerade, ob wir sogar bis nach Riga hochkommen. Jawohl. Wir kommen sogar bis nach Riga hoch. Kann sogar sein, dass wir mit der Infanteriedivision, mit der 269. hier schon... Jetzt überlege ich gerade, ob es das richtige Korps ist. Es ist das 41. Korps. Mir geht es nämlich jetzt darum, ich möchte, eins der beiden Korps hat weniger Einheiten mit unten drunter, die sollen sich um Riga kümmern. Und die anderen sollen Richtung Dünaburg ziehen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Das 56.
56. Korps, ist es, hat eine Panzerdivision, eine motorisierte und eine Infanteriedivision. Das heißt, dass das bessere Korps dafür wäre. Ja, das sind die 3 hier unten. 269. Wisst ihr was? Die 290. motorisiere ich jetzt auch gleich mal. Motorisiert und für die nächsten Züge nicht mitnehmen. Jetzt schauen wir mal, ob ich mit der auch hier hochkomme. Nee. Egal. Machen wir es mit der 269. Ich bin jetzt gespannt. Also ich habe es natürlich schon zweimal geübt. Den ersten Zug einfach mal so als Generalstabsübung. Da ist es mir nicht so... das wäre das erste Mal, dass es so gut klappen würde. Jetzt schauen wir mal. Ich ziehe mal hoch. Also ihr seht, spielmechanisch habe ich jetzt erstmal die Lücke aufgemacht für die Panzereinheiten. Ja, jetzt wird es interessant. 17,2 zu 6,5. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Entweder ziehe ich mir jetzt noch eine zweite Einheit mit dazu. Oder ich allokiere jetzt von der Division. Ich kann ja mal schauen. Ob ich noch... Nein! Shit. Die wollte ich natürlich nicht da hochziehen. Gut, macht aber nichts. Ist nicht weiter tragisch. Ich wollte schauen... Assigned Support Units, ob wir noch irgendwas... Pionierbataillone. Wisst ihr was? Wir weisen jetzt der 269. Infanteriedivision direkt die 2 Pionierbataillone zu. Wir können es hinten sehen. Eins der Pionierbataillone ist direkt bei der 4. Panzergruppe organisatorisch aufgehängt und eins beim motorisierten Korps militärisch so gesehen. Die Division gehört hier in dem Fall zum 41. motorisierten Korps und das 41. motorisierte Korps gehört zur 4. Panzergruppe. Ich könnte mir jetzt hier beide, wisst ihr was, ich mache das auch. Ich verleibe mir jetzt beide Pionierbataillone mit ein. Die sind für den Orts- und Häuserkampf gut geeignet. Und dann werden wir uns mal anschauen. Und ich werde noch Flugzeuge dazu schalten, hier oben. Ground Support on. Und hoffe, dass wir jetzt hier in einem Schlag... das klappt nicht. Das ist zu wenig. Wir probieren es. Riga Depots captured, die Stadt ist frei. Und ich komme, glaube ich, mit der Einheit sogar direkt da rein. Das wäre der absolute Hammer. Ne, ich komme nicht rein. Hat bloß noch 3 übrig. Komme ich mit der SS hier rein? Ne, auch nicht. Shit. Wahrscheinlich, weil jetzt hier auch ein Interdiction-Level mit an ist. Schade, schade. Muss ich nur schauen, mit welcher Einheit ich jetzt dann hier hochkomme. Ja, mit den Panzereinheiten logischerweise. Aber ich möchte eigentlich nicht, um hier zu flippen. Fahren wir hier runter. Bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Ergebnis. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Riga kann man schon noch nehmen. Was wir jetzt machen, jetzt ist die Frage, nördlich der Düna oder südlich der Düna? Richtung Dünaburg hier, Daugavpils. Ich würde fast sagen, wir fahren erstmal... Wir gehen hier südlich der Düna. In der nächsten Runde werden die Sowjets sicherlich hier auch schon... Das war's hier schon. Motorisiertes Korps. Tatsächlich geht's hier oben schneller. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass das jetzt hier besonders günstig läuft für mich. Schauen wir mal. Die ist auch motorisiert. Ja, die bringen wir rein nach Dünaburg rein, die 290. Die 8. Panzerdivision.
Müssten wir es zumindest nach Dünaburg ran schaffen. Luftunterstützung wieder aus. Dann habe ich hoffentlich jetzt noch eine Einheit übrig, mit der ich da hinkomme. Nicht wirklich. Entweder Riga offen stehen lassen. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass er versuchen wird, Riga nochmal anzugehen. Das würde mich sehr wundern. Ich komme aber auch hier mit der Einheit nicht drüber. Also Dünaburg werden wir nicht einnehmen. Ist aber, denke ich, jetzt auch nicht allzu wichtig. Könnte sich schon wieder mit ausgehen. Da ist jetzt guter Rat teuer. Denn ich muss noch deutlich ein Stück weiter nach Osten. Wir werden hier die dritte Panzergruppe haben, die Richtung Polotsk hochzieht. Ich muss hier bei Dwina auch noch zumachen. Ist die Frage, ob ich jetzt überhaupt noch so weit rüberkomme. Wahrscheinlich nicht. Hier ist auch noch zu viel Umwege. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich die Punkte maximal ausnutze? Ich muss irgendwo hier bis Voropajewa kommen. Wisst ihr was? Da switcht man jetzt mal um. Da müssten wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich zur Heeresgruppe Mitte auch gehen. Und den Weg nach oben suchen, um quasi hier den südlichen Teil des Kessels zuzumachen. Damit die sämtlichen Einheiten hier oben drin bleiben. Aber ich würde fast sagen, das wäre mal was für die nächste Ausgabe. Ja, da komme ich mal ein bisschen zur Ruhe und überlege mal, wie ich aus dem kleinen Schlamassel... Es läuft nicht schlecht, aber es lief jetzt auch nicht optimal. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Ausgabe wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat euch, servus.